Die Türkei besitzt ein hochmodernes Gesundheitssystem, hat aber die niedrigsten Kosten. Wie kann das gehen? Mit der Umsetzung des von der WHO empfohlenen Projektes Gesundheit 2020 hat die Türkei den Standard des Gesundheitswesens erheblich verbessert und gehört heute zu den führenden medizinischen Einrichtungen weltweit. Jeder Bürger bekommt in der Türkei kostenlose Gesundheit. Das gilt nicht nur für Sprechstunden. Kostenlos sind auch operative Eingriffe, die Diagnostik und Medikamente, wie zum Beispiel Hygiene gegen Krebserkrankungen. Das gilt für öffentliche und teilweise auch für private Gesundheitszentren. Selbst der Mehrpreis privater Gesundheitsdienste ist für jeden Bürger erschwinglich. Das türkische Gesetz sieht vor, dass jeder türkische Bürger in der Türkei das Recht auf eine staatliche Sozialversicherung hat. Finanziert wird das Gesundheitswesen über die Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Beide bezahlen einen Anteil des Bruttolohnes in den staatlichen Gesundheitsfonds. Damit werden alle Familienmitglieder versichert, egal ob es Kinder oder Hausfrauen sind. Auch die Wartezeiten wurden stark reduziert, indem innerhalb weniger Jahre weitere modernste Krankenhäuser und Gesundheitsanlaufstellen entstanden sind. Deshalb stehen auch mehr Bettenkapazitäten zur Verfügung. Das Gesundheitswesen konnte gerade deshalb auch in der Corona-Pandemie die Situation ohne große Probleme meistern. Es gab aufgrund der Pandemie sehr viel Arbeit für das Gesundheitspersonal, aber die Spitäler wurden nie überlastet, wie es in einigen europäischen Krankenhäusern der Fall war. Das verdankt die Türkei dem Projekt Gesundheit 2020, in der die WHO den Ländern ein minimales Inventar an Schutzmaßnahmen empfohlen hatte. Diese Empfehlung und entsprechende Maßnahmen hatte die Türkei schon 2011 umgesetzt. Besonders auffallend ist im türkischen Gesundheitswesen, dass sich die Qualität auf höchstem Niveau befindet, die Gesundheitskosten pro Kopf aber tiefer als alle europäischen Länder sind. Das liegt an der effizienten Gesundheitsstrategie der Türkei. Erste Kontaktpersonen für Patienten sind Arztgehilfinnen. Sie kontaktieren den spezialisierten Arzt nur bei Bedarf. Bagatellfälle wie Grippe, Erkältungen, Impfungen, Labortests, kleinere Schnittwunden oder Verletzungen werden durch das nichtärztliche Personal behandelt, ohne einen Arzt sehen zu müssen. Der Arzt kann sich so seiner Kernkompetenz widmen für komplexe Krankheitsdiagnosen und Operationen. So benötigt das türkische Gesundheitswesen weniger Ärzte und spart damit sehr viel Gesundheitskosten. So hat in der Türkei jeder Bürger den Zugang zur Medizin, auch Einwanderer. 2019 besuchten rund 700.000 Patienten aus dem Ausland die Türkei als Gesundheitstouristen für günstige Qualitätsmedizin.